Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es noch einmal um den Downgrade des Huawei P40 Pro. Ich habe jetzt auf dem Gerät, was ihr seht, die neueste Software installiert. Da könnt ihr das sehen. Das ist die 11.00.202, die neueste Software. Wir müssen jetzt, um ein Downgrade zu machen, das Gerät erst einmal vorbereiten. Und zwar müssen wir den Entwicklermodus und das Debugging aktivieren. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Wir gehen erstmal ganz normal ins Einstellungsmenü, dann auf über das Telefon und jetzt tippen wir hier so oft auf Build Number, bis die Entsperrmethode angezeigt wird. Und jetzt steht da, Sie sind Entwickler. Gehen wir einen Schritt zurück und dann bei System und Aktualisierung rein, hier auf Entwickleroptionen und dann sind die aktiviert. Und hier müssen wir einfach nur den USB-Debugging-Modus aktivieren. Okay, das war's. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wenn ihr das Handy am PC angeschlossen habt, so wie ich jetzt, dann muss hier oben USB-Debugging eingeleitet sein. Das muss da stehen. Und Datenübertragung USB muss auch da stehen. Am PC muss das Handy natürlich verfügbar sein. Man muss darauf zugreifen können, auf den internen Speicher. Dann funktioniert alles. Ich habe das auch schon mal, dass ich mein Handy anschließe und es ist am PC gar nicht verfügbar. Obwohl hier steht zum Beispiel Datenübertragung USB. Also, das haben wir jetzt soweit vorbereitet. Das Handy ist am PC sichtbar. Im Telefon gebt ihr ein Stern, Raute 28 46579 Raute Stern. Jetzt klickt ihr hier auf Punkt 2, dann auf Punkt 1 und könnt hier sehen, welche Cast- und Preload-Version ihr habt. Das seht ihr hier unten. Ihr habt jetzt, also ich habe C432R5 und muss auch die dementsprechende Preload-Version im Firmenfinder verwenden. Jetzt bin ich hier auf einer Seite, wo alle möglichen Daten für Huawei zur Verfügung stehen, die ich gesammelt habe. Der Link ist in der Videobeschreibung. Hier gibt es jetzt ganz viele Versionen der HiSuite, die ihr probieren könnt. Das funktioniert nicht bei jedem mit der gleichen Version. Bei mir hat es funktioniert hier mit der 10.1.0.550. Mit dieser Version hat es bei mir funktioniert, nachdem ich alle anderen erstmal ausprobiert habe. Die installiert ihr. Falls ihr eine andere Version drauf habt, müsst ihr die erst deinstallieren und dann diese installieren, damit die Restbestände von der alten auf jeden Fall verschwinden. Außerdem brauchen wir noch den HiSuite Proxy, der ist auch hier. Da könnt ihr aber immer die aktuelle Version laden. Der Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Den HiSuite Proxy, wenn ihr den geladen habt, sieht das so aus. Ihr habt da eine Reihe von Dateien. Ihr klickt dann mit der rechten Maustaste auf diese Datei und sagt hier als Administrator ausführen. Dann kommt auch diese Frage und dann sieht das so aus. Hier können wir schon mal eine Sache erledigen. Wir klicken hier auf Rollback, machen bei Point überall die Haken rein. Und jetzt gehen wir auf eine Internetseite, wo wir uns die entsprechende Firmware aussuchen. Die heißt firmfinder.ml. Seht ihr ja hier oben. Eigentlich eine ganz einfache Adresse. Hier geben wir jetzt erstmal das Telefonmodell ein. Ich habe ein ELS-N29 und die Region hier Deutschland ist C432 und wir wollen auf die Version 10. Jetzt wird nur noch das Relevante angezeigt. Ich möchte die Google-Dienste installieren und deshalb brauche ich eine Version dementsprechend. Das ist hier die 131. Da klicke ich jetzt hier auf Add-ROM
Jetzt wird das automatisch hier beim Highspeed Proxy wird das automatisch hier oben eingefügt. Die Daten dafür. Jetzt seht ihr hier unten stehen noch alte Sachen. Die lassen wir so stehen. Jetzt brauchen wir auch die entsprechende Cast- und Preload-Version dazu. Ich wähle hierfür diese beiden hier, add-rom und auch hier add-rom. Jetzt sind die hier eingetragen. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass die Highsuite nicht im Hintergrund läuft. Das könnt ihr überprüfen, zum Beispiel hier im Task Manager. Ihr klickt mit rechts auf das Windows-Logo und dann auf Task Manager. Und würde Highsuite laufen, würde die hier oben irgendwo aufgelistet oder halt hier unten in diesen Hintergrundprozessen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die nicht läuft, dann klickt ihr hier auf Setup. Ihr seht auch hier, der würde Highsuite schließen, wenn die laufen würde. Also der ist auch schon, sage ich mal, so fortschrittlich. Okay, jetzt könnt ihr das Fenster hier schließen, aber hier das Fenster lasst ihr offen. Und jetzt können wir Highsuite starten. So, seht ihr hier unten nochmal die Version stehen. Wenn der sagt, dass ihr ein Update für Highsuite habt, dann ignorieren. Jetzt will der Highsuite auf dem Gerät installieren. Ich schiebe mal die Fenster so, dass das mit der Kamera passt, dass ihr alles sehen könnt. Ich sage hier mal OK. Der installiert jetzt Highsuite auf dem Handy. Da müsst ihr überall zustimmen. Stimmt ihr nicht zu, funktioniert es einfach nicht. Ganz einfach. So, jetzt geben wir den Code, der auf dem Handy steht, hier ein. 843 742 57. Dann sollte die Verbindung stehen. Ihr könnt auch noch, wenn ihr jetzt einmal hier drin seid, hier oben auf dieses Menü klicken, Einstellungen, und dann könnt ihr das hier zum Beispiel ausschalten, dass Highsuite im Hintergrund läuft. Wenn ihr hier auf Beenden umstellt, dann wird Highsuite wirklich geschlossen, wenn ihr hier das Fenster schließt und nicht einfach nur minimiert. Bevor wir jetzt hier auf Systemaktualisierung klicken, möchte ich eins noch sagen. Die USB-Verbindung funktioniert bei mir dann nicht mehr zum Handy. Also ich kann das Handy dann nicht mehr an den PC anschließen und ich muss dann, weil ich die Google-Dienste installieren möchte, alle Daten dafür vom Internet herunterladen. Internetverbindung funktioniert, WLAN geht. Und wenn ich dann wieder das Update mache auf die aktuelle offizielle Huawei Firmware, dann habe ich auch wieder USB-Verbindung. Das heißt, man macht den Downgrade, lädt zum Beispiel den Google 4 oder was man halt machen möchte, um den Downgrade, um die Google-Dienste zu installieren. Es gibt ja verschiedene Wege. Man lädt die benötigten Dateien über Internet runter. Man kann sich die ja vorher schon zusammensuchen und dann irgendwo im Internet ablegen, auf Dropbox oder was weiß ich. Und dann sich dann runterladen, weil es geht auch kein USB-Stick. Und dann muss man halt die Google-Dienste installieren. Und wenn man sich sicher ist, dass diese einwandfrei funktionieren, dann kann man den Upgrade machen. Bei mir war das in 2 Schritten. Der hat auf die 176er aktualisiert und dann ist er schon auf die 11er gegangen, auf Emotion UI 11, und zwar die 151er und dann auf die aktuelle 202. Also das waren 3 Upgrade-Schritte. Und dann hatte ich die aktuelle Version drauf. So, also wie gesagt, überlegt euch das, ob ihr das könnt, euch die Daten mit dem Handy im Internet zusammensuchen, die ihr braucht für das Upgrade. Einige Leute sagen, dass bei denen die USB-Verbindung funktioniert hat, wenn sie auf die 176 runter gedowngradet haben. Das habe ich alles probiert, das hat bei mir nicht geklappt. Und deswegen zeige ich das auch nicht, weil es ja bei mir nicht funktioniert hat. Ich mache einfach direkt den Downgrade auf die 131er und dann Google-Dienste installieren und dann wieder upgraden. So, jetzt klicken wir einfach mal hier drauf. Ihr seht, dass er hier
alles protokolliert. Und weil wir hier Rollback-Version angeklickt haben, sagt er jetzt, dass wir die aktuelle Version haben, aber wir können zu einer anderen Version wechseln. Das machen wir jetzt hier. Und da steht dann halt die 131er, die wir ausgesucht haben. Und da sagen wir jetzt wiederherstellen. So, jetzt lädt er das alles runter bis zu dem Punkt installieren und dann kopiert er das aufs Handy bis zu dem Punkt fertig. Dann startet das Handy neu und installiert die Software. Wenn hier zum Beispiel kommt keine Internetverbindung oder irgendein anderer Fehler, dann habt ihr in den meisten Fällen die falsche High-Speed-Version. Das liegt dann nicht hier an dem Proxy. Entweder blockt eure Firewall irgendetwas, dann schaltet die aus. Oder ihr habt einfach die falsche High-Speed-Version und müsst eine andere probieren. Ich habe euch ja hier auf der HiDrive-Seite vorhin gezeigt, wie viele Versionen es da gibt zum Testen. Probiert einfach eine andere aus. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. So, wie ihr seht, ist das Runterladen jetzt abgeschlossen. Er kopiert die Sachen jetzt aufs Handy. Das Kopieren aufs Handy dauert ziemlich lange, obwohl ich hier USB 3.0 habe. Und das sind auch nur 5 GB, aber es dauert trotzdem ziemlich lange, also warten wir einfach noch mal einen Moment. Wie ihr seht, hat er jetzt den Vorgang abgeschlossen und das Handy startet automatisch neu. Jetzt können wir beobachten, wie die Software auf dem Handy geflasht wird. Ja, das Bild leider, also von der Webcam, das Bild ist leider nicht so gut, aber ihr seht, der Vorgang ging auf dem Handy doch deutlich schneller. Das Handy startet jetzt neu und die 131er Firmware ist installiert. Das war's im Endeffekt. Nun könnt ihr nach eurer favorisierten Methode die Google-Dienste installieren. Ihr solltet dann diese mal 1 oder 2 Tage testen, wenn es geht, um festzustellen, ob die Google-Dienste auch wirklich einwandfrei laufen und dann erst upgraden auf die höheren oder aktuelle Version, damit ihr nicht Gefahr lauft, dass ihr nach 1, 2 Tagen wieder einen Downgrade machen müsst, weil irgendwas nicht richtig funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Handy. Ich hoffe, dass alles klappt. Wenn Fragen offen sind, schreibt sie in die Kommentare. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende.